Kroatien. Ein Land, das ich nur vom Urlaub aus meiner Kindheit kannte. Jetzt war es an der Zeit, es mit dem Fahrrad zu durchreisen. Christoph und ich hatten uns auf dem Weg getroffen und uns verabredet, zusammen durch Kroatien zu radeln. Dafür wollten wir die Adriatic Crest Route von Joe Cruise und Bikepacking.com nutzen. Diese führt einen über abgelegene Pfade und durch die einsamen Berge. Los ging's in Südslowenien. So, die Räder sind gepackt, wir haben uns noch ein bisschen vorbereitet und jetzt geht's auf die Bikepacking-Route durch Kroatien. Wir sind in, wie heißt der Ort, Christoph? Ich kann es nicht aussprechen. Bald hinter Ilirska Bistrica, so oder so ähnlich heißt die Stadt, schlugen wir unsere Zelte auf. Aber gerade als wir damit fertig waren, wurden wir von einem Ehepaar in ihr Wochenendhaus eingeladen. Super nett, die beiden. Am Morgen haben sie uns dann noch mit einem riesigen Frühstück überrascht. Am nächsten Tag ging es dann erstmal über die Grenze. Da Kroatien nicht Teil des Schengen-Raums ist, war das gar nicht so unkompliziert. Keine Drogen dabei. Auch Geld muss man wechseln. In Kroatien zahlt man nämlich mit Kunas, nicht mit Euro. Hinter der Grenze ging es dann schnell in die Wildnis und steile Pfade hoch, die wir nicht mehr fahren konnten. Also wenn der das da runter schafft, dann schaffen wir das da auch hoch. Zusätzlich fing es dann auch noch an zu regnen. Es hörte bis zum nächsten Tag nicht mehr auf. Gleich zu Beginn unserer Reise mussten wir uns also durch ganz viel Regen und Schlamm kämpfen. Umso schöner war es dann, endlich auf die Küste zu treffen. Wir setzten mit der Fähre auf die Insel Zres über. Die hat uns sehr gut gefallen. Sie kann nur mit Fähren erreicht werden und ist deshalb relativ ruhig. Am Hafen von Zres gönnten wir uns etwas Ruhe in der Sonne. Mit der nächsten Fähre ging es dann weiter nach Krk. Die Insel ist schon deutlich lebendiger, weil sie mit einer Brücke mit dem Festland verbunden ist. Aber auch hier führt einen die Bikepacking-Route über kleine Pfade entlang alter Steinmauern. Über die große Brücke sind wir dann weiter ans Festland gefahren. Ab hier sind wir nur noch ab und zu der Bikepacking-Route gefolgt. Christophs Setup war einfach nicht für die holprigen Trails und steilen Abfahrten gemacht.
Wir folgten stattdessen der Eurovelo-Route und eigenen Modifikationen. Dabei machten wir die Erfahrung, dass es in Kroatien einen riesen Unterschied macht, ob du an der Küste entlang oder hinter der ersten Bergkette unterwegs bist. An der Küste trafen wir, auch zur Nebensaison im Oktober, auf viele Touristen. Sobald wir aber ins Inland fuhren, war es viel ruhiger. Die Einheimischen dafür aber auch viel aufgeschlossener. No. What for? Like at the moment he tries to hit them, like Besonders die Bikepacking-Route führt einen wirklich durch einsamste Gegenden. Wenn man das richtige Bike hat, sollte man diese auf jeden Fall nehmen. Aber auch wir kamen an wunderschönen Stellen vorbei, auch wenn wir nicht immer der Bikepacking-Route folgen konnten. Das Übernachten war übrigens nie ein großes Problem. Meist haben wir gute Zeltplätze gefunden, manchmal haben wir aber auch Leute gefragt, ob wir auf ihrem Feld oder neben ihrem Haus zelten können. Gerade wenn man fern der Küste ist, sind die Leute super freundlich und es war nie ein Problem. An manchen Stellen wird man vor Minen gewarnt, die sich noch in der Erde befinden. Hier sollte man die Wege nicht verlassen. Generell ist der Bürgerkrieg noch sehr präsent. Man kommt an vielen Kriegsdenkmälern, Militärgerät und Häusern mit Einschusslöchern vorbei. Außerdem sieht man unglaublich viele verlassene Häuser. Wir waren uns nicht sicher, ob diese alle während des Krieges verlassen wurden. Wahrscheinlich gibt es auch in Kroatien eine starke Landflucht. Die Bikepacking-Route endet in Split. Vorher kommt man aber noch durch Trogir, eine kleine Hafenstadt, die man sich unbedingt anschauen muss. Das bedeutet aber natürlich auch, dass man wieder auf sehr viele Touristen trifft. Ich fühle mich nie so wohl, wenn ich tagelang in der Einsamkeit war und dann auf so viele Menschen treffe. Wir verließen die Stadt also recht schnell wieder. Insgesamt hat uns das Land, seine Leute und die Landschaft begeistert. Willst du mal eine andere Seite von Kroatien kennenlernen? Dann ist das Hinterland und die Bikepacking-Route genau das Richtige.